Ich freue mich, den nächsten Sprecher vorstellen zu dürfen und bitte den Olaf Kramer einstweilen schon mal zu mir. Herr Kramer, hallo. Hallo. Er ist heute Morgen angereist, ganz ordentlich mit neuer Technologie, musste ein bisschen weiter wegparken, damit die Steckdose dann auch gefunden werden konnte, aber wir haben das alles gemanagt und er ist angekommen. Olaf Kramer verantwortet in seiner aktuellen Position als Direktor die Engineering IT und die Digitalisierung in R&D in der Bosch Corporate Headquarter Division for Technology. Komplizierte Worte hier bei euch. Außerdem ist er der Head des Bosch Steuerkreises Engineering IT und in dieser Rolle eben auch der Sponsor des Bosch-Programms Holistic Lifecycle Management. Davor war er Verantwortlicher für ein großes PLM-Programm bei Bosch Rexroth, glaube ich, war der alte Name, mit circa 10 Jahren Laufzeit, mehr als 10.000 Nutzern und über 50 Standorten weltweit. Das heißt also, er ist sozusagen ein erprobter Manager, den die Bosch-Kollegen da in diese Funktion gesetzt haben. Seine Karriere startete er als Elektrotechnik-Ingenieur 1995 im Bereich Product Configuration, Technology and Applications. Und allein an diesen Stationen und Funktionen merkt man, es gibt hier so eine gewisse Storyline. Wir hatten den Markus Krastl gebeten, mal so einen Gesamtüberblick zu geben, wie auch die Beratung die Unternehmen unterstützt. Und jetzt freue ich mich natürlich, dass wir in das Unternehmen Bosch reinschauen dürfen mit Olaf Kramer und seinem Thema From Navigation to Data-Driven Intelligence, Next Generation Graph Applications at Bosch. Olaf Kramer, die Bühne ist Ihre. Der Pfeil nach unten, klickt weiter. Klickt weiter. Alles klar, prima, vielen Dank. Und ja, auch guten Morgen sowohl hier in die Runde wie auch in den Stream. Ja, ich werde ein bisschen was erzählen über die Next Generation Applications basierend auf Graphen. Markus hat es ja gerade schon ein bisschen strapaziert, Semantik ist halt auch ein wichtiges Thema dabei. Unser Motto ist 42 might be an answer, but it is raw data. Das heißt, diese 42 müssen wir eine Bedeutung geben und wie wir das machen, wie da unser Ansatz ist und was uns da insbesondere in Richtung Skalierbarkeit treibt, das möchte ich in den nächsten Minuten vorstellen. Und ich fange an mit einem nur ganz kurzen Firmenüberblick zu Bosch. Im Jahr 2020 78,7 Milliarden Euro Umsatz, aber worauf ich so ein bisschen abzielen will, 400.000 Mitarbeiter, 76.000 Ingenieure oder Mitarbeiter in der Entwicklung, so richtig formuliert. Und ja, die produzieren jeden Tag Artefakte. Man kann sich so die Dimension vorstellen. Ich sage immer, Bosch, das ist ein Familienunternehmen, aber halt eben ein verdammt großes und ein verdammt komplexes Familienunternehmen. Wir haben 128 R&D-Locations, haben halt über unsere verschiedenen Geschäftsfelder und das ist so die Challenge, mit der wir tagtäglich konfrontiert werden. Wie behalten wir quasi das, was dort entsteht? Wie managen wir diesen Datenvorrat und wie ziehen wir halt eben auch einen Nutzen daraus? Und das war die Motivation für uns und der Name sagt ja schon Next Generation Graphs. Das heißt, es gab offensichtlich auch eine First Generation und das war damals die Motivation für uns, ungefähr im Jahr 2014 in eine Studie zu gehen, uns mal damit auseinanderzusetzen, wie kriegen wir denn einen Überblick oder wie behalten wir den Überblick und fördern wir auch die Kollaboration innerhalb unseres Unternehmens, einfach dadurch, dass ich Artefakte besser auffindbar mache. Wir kennen das, auch wenn seit 20 Jahren reden wir davon, dass wir eigentlich quasi über die Silos hinweg kommen müssen, aber sie existieren halt weiterhin. Die Teams arbeiten in der Elektronik, arbeiten in der Mechanik, arbeiten in der Software. Und wie finden wir denn einen Link darüber? Und das war unsere Motivation. Wir haben das damals Engineering PLM genannt. Wie gesagt, haben mit einer Studie und dem ersten MVP begonnen im Jahr 2014, 2015. Nachdem dann quasi ein Technical Proof geliefert war, sind wir dann quasi in ein Rollout gegangen und haben das Produkt ja weiter stabilisiert, haben viel mehr Datenquellen angeschlossen und das Ganze war in etwa in einer Phase bis 2020. Dann 2020 haben wir das Projekt abgeschlossen und das ist jetzt ein stabiler, betriebener Service, der halt quasi
Brot- und Butter-Backbone im Engineering ist. Und dann war halt die Frage, was kam danach? Und das haben wir wieder zunächst mit einer Studie begonnen, haben dort zum Thema Digital Twins und HPLM, Holistic Product Lifecycle Management, ein entsprechendes die Themen vorangetrieben, um daraus dann letzten Endes jetzt auch wieder ein Programm zu kreieren, das derzeit läuft und das ich auch noch vorstellen werde. Und das ist der Bosch Semantic Stack und das Holistic Product Lifecycle Management. Wie wir das machen, sehen wir jetzt in den nächsten Folien ein Stückchen weit im Detail. Und ich fange mal an mit der Produktvision und wir sehen hier auf der rechten Seite in der Grafik wieder ein Stückchen weit so ein typisches Bild. Ich habe halt meine Silos, ich habe die Mechanik, ich habe die Elektronik, habe die Software. Das Ganze quasi arbeitet in den Streams, wird dann irgendwann mal zu einem Zeitpunkt X quasi manifestiert sich das Ganze in einer Stückliste. Bei uns im Unternehmen heißt das quasi auf der technischen Plattform SAP. Und es gibt aber Wechselwirkungen. Ne? Ich möchte quasi sowohl Elektronik, Mechanikkomponenten quasi simulativ betrachten, auch in der Wechselwirkung zueinander. Dann kommt die Software dabei und da sind nur einige Beispiele, Mechanikgehäuse, elektronische Hardware, thermische Simulationen, das sind so typische Anwendungsfälle, die wir haben. Und da haben wir gesagt, okay, über diese ganzen Quellen legen wir halt separaten Layer mit einer Graphentechnologie, konkret mit Linksphere. Und das Ganze macht halt dann Artefakte auffindbar. Und der riesige Vorteil dafür war, und das sehen wir hier auch an den Mission Statements, ich finde halt relevante Informationen, weil bevor wir den EPLM-Navigator hatten, war der Zustand ich musste halt wissen, wo ich suchen muss, das heißt ganz konkret in welcher IT-Plattform, und ich musste halt auch ein bisschen wissen, wie ist denn quasi das, was ich suche, dort beschrieben, in welcher Dialektik. Und der EPLM-Navigator hat halt unseren Anwendern in A&D dabei geholfen, eben genau so ein Wissen nicht haben zu müssen, sondern quasi ich kann quasi auch unscharfe Suchterm-Fragmente auf diese Plattform geben, und er liefert mir dann eben über den Graphen zusammengezogen eben auch Treffer in allen Quellen, und ich kann dann über entsprechende Methoden quasi die Suchmenge, die zu Beginn der Suche durchaus größer sein kann, halt runter reduzieren, runter konzentrieren, hoffentlich auf das Ergebnis, das ich dann gesucht habe, oder auf den Treffer, den ich gesucht habe. Das haben wir mit dem EPLM-Navigator gemacht, und ich habe ja gesagt, am Beginn stand die Studie, und mittlerweile ist es eine robust und vielfältig genutzte Plattform. Und die Hauptfunktionen sind halt die Suche, nach der Suche das Eingrenzen, das Filtern, natürlich das Anzeigen von Detailinformationen, das Navigieren innerhalb des Graphen halt von einem Informationsfragment zum nächsten, und halt auch die Kollaboration dadurch, dass ich abspringen kann in die Quellsysteme. Vorausgesetzt, an der Stelle brauche ich dann die entsprechenden Berechtigungen, oder eben auch Artefakte mit anderen Kollegen teilen kann. Und der Graph, das ist so unser, ich sag mal, Engineering Megagraph, enthält mittlerweile Informationen aus der Organisation. Das heißt, eben um das Thema Kollaboration zu steigern, sehe ich eben auch, welche Teams, respektive welche Kollegen, gegebenenfalls auch welchen Artefakt erarbeitet haben. Ich habe die Mechanik, ich habe die Elektronik drin, habe ERP-Informationen drin, Projektmanagement und Preisinformationen, halt alles das, was sich rund um das Produkt ansammelt, quasi ist dort informativ verfügbar und halt über den Graphen noch miteinander verknüpft. Und was waren unsere Lessons learned? Wie gesagt, wir sind jetzt, Entschuldigung, in dem Zeitabschnitt 2014, 2015 für die Studie und dann Stabilisierung danach. Wir hatten zunächst natürlich Performance-Issues. Also wir haben, ich glaube, eine Milliarde Links aufgespannt, einige 100 Millionen Artefakte in der Datenbank selbst, und
Das heißt, wir hatten zu Beginn Runtime-Performance-Issues. Wir hatten, was die Datensynchronisation angeht, Performance-Topics. Man kann sich vorstellen, wir beziehen heute aus diesen 35 Systemquellen. Und der Anspruch ist, dass spätestens nach 24 Stunden, Regelzeit sollte so 8 Stunden sein, eigentlich Updates in den Graphen eingeflossen sind. Und bei 35 Systemen ist das verdammt viel, was wieder die 76.000 Ingenieure, die tagtäglich irgendwelche Artefakte erzeugen, dann kann das eine Datenmenge sein. Und das hat uns durchaus umgetrieben. Aber das kriegt man stabilisiert, das kriegt man hin. Das ist eine Frage der Skalierung, eine Frage der quasi Identifikation, wo sind denn die Performance-Tracks und dann quasi gehen die Spezialisten ran und finden da in der Regel eine Lösung. Nächster Themenkreis, der uns durchaus in dieser Stabilisierungsphase bewegt und umgetrieben hat, waren halt die Operationskonzepte und auch die Stabilität der Plattform. Operativ erstmal ein Thema, was vermutlich viele von euch, viele von Ihnen kennen. Es ist das Thema Zugriffsrechte, weil kommen doch aus dem Zeitalter, wir sind das Projekt im Zeitalter gestartet, da gehörten die Daten nicht dem Unternehmen, sondern offensichtlich irgendwelchen Data-Ownern im Unternehmen. Und das war eine immer fortwährende Diskussion, wer darf die Daten sehen und wer darf da drauf. Auch da quasi musste man kulturellen Wandel durchaus initiieren, begleiten und auch quasi über die Vorstandsebene abebnen lassen. Dann Integrität der Daten ist ein Thema. Einfach Daten kommen aus unterschiedlichen Quellen. Der Markus hat es ja gerade schon mal angedeutet. Cross-Disciplinary Configuration Management, also wie hängt welches Datum zu jedem Zeitpunkt auf der Zeitachse miteinander zusammen, ist ein heute auch noch ungelöstes Problem. Um das auch ganz offen zu sagen, weil, wie gesagt, es gibt so feste Zeitpunkte, dann wenn ich in die Fertigung gehe, da habe ich immer eine Konsistenz, aber davor ist die nicht überall gegeben und das kann durchaus schon mal zu Unschärfen, Unklarheiten führen. Eben auch quasi dann in der Konsequenz der Datensynchronisation haben wir Pipeline-Issues gehabt. Also was machen wir denn mal, wenn eine Pipeline stecken bleibt und dadurch eine Konsistenz nicht mehr gegeben ist in den Daten? Wie gehen wir damit um? Auch das auch das lernt man. Man versteht die Fehlermechanismen und entwickelt halt Strategien, wie man damit umgeht und wie man das Ganze dann quasi in DevOps, in den Operations abbildet. Und last but not least, Graph Fidelity. Eines der Lessons learned habe ich hier mal gelb markiert. Ist also noch nicht wirklich quasi zur Vollständigkeit gelöst. Basiert einfach darauf im Wesentlichen, die ganzen Daten, die wir dort vernetzen, sind Legacy-Daten und sind insbesondere Daten, die ja nicht mit dem Ziel der Digitalisierung irgendwann mal entstanden sind. Und das heißt, da gibt es durchaus Brüche in der Datenqualität, in der Datenvollständigkeit. Und was wir halt auch sehr, sehr oft gefunden haben, ist, obwohl wir zum Beispiel die gleichen IT-Systeme einsetzen in verschiedenen Produktteams, in verschiedenen Geschäftseinheiten im Unternehmen, es bildet sich halt doch eine gewisse Dialektik raus. Und wenn ich jetzt so einen Enterprise-Megagraph aufbaue, der ja quasi alles miteinander vernetzen soll, dann ist es durchaus eine Problematik, auf diese spezielle Dialektik, die ja teilweise auch in sehr, sehr kleinen Teams entsteht, einzugehen. Und das ist auch durchaus ein Thema, was uns sehr, 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 sehr wohl quasi auch zum aktuellen Tag in unseren Digitalisierungsvorhaben immer noch weiter begleitet. Ja, das dazu rechts sehen wir quasi ein Architekturbild. Wir sehen auch, das war jetzt nicht mal eben ein in Anführungsstrichen kleines System, was da aufgebaut wurde, das da täglich betrieben wird. Das ist schon quasi in den Dimensionen, sage ich mal, hinterher eine stattliche Systemarchitektur geworden. Ja, jetzt der Markus hat ja im vorangegangenen Vortrag schon die semantische Pyramide erwähnt. Jetzt schauen wir mal, wo wir auch so einen EPLM-Navigator verantworten. Was ist so die Idee hinter der semantischen Pyramide? Wir haben das Thema, wir haben unten natürlich das Thema Daten und jetzt kommen wir wieder zu den berühmten 42 oder hier in dem Beispiel mal quasi eine Geokoordinate und ein Attribut, nämlich Rot, Beispiel ist eine Ampel.
Da muss man schon relativ gut wissen, oder man muss jetzt eigentlich wissen, worum es da geht. Und das ist ja auch so ein bisschen die Krux. Es gab ja mal, ich sag mal jetzt doch vor 5, 6 Jahren so dieses Data Lake-Thema nach dem Motto, wir packen erstmal alles in große Data Lakes und dann ist die Welt glücklich und damit können wir Probleme lösen. Ja, man muss halt nur mit den Inhalten in diesen Data Lakes umgehen können und muss wissen, was da drin steckt. Und da kommt halt die Semantik ins Spiel. Und das nächste ist halt, ich gebe diesen Daten eben genau diese Semantik. Ich beschreibe halt, worum es da geht. Und hier in dem Beispiel halt die nächste Ebene. Das heißt, ich strukturiere das Ganze, ich kategorisiere die Daten und quasi bilde auch entsprechende Datenmodelle aus. Und quasi damit weiß ich jetzt schon mal, worum es geht. Ich weiß also, okay, an dieser Koordinate steht eine Ampel und quasi die zeigt halt gerade das Signal rot. Das nächste ist jetzt quasi die Ebene drüber, quasi Wissen daraus zu generieren. Das heißt, okay, quasi ich bewege mich jetzt gerade und das heißt, ich werte das Signal aus, die Ampel ist rot und kann das also acknowledgen und in der letzten quasi Stufe bin ich dann bei dem Thema Wisdom angekommen. Das heißt, ich mache was mit diesen Informationen an der Stelle. Das heißt, ich weiß jetzt ganz genau, ich nehme jetzt mal, quasi ich rekuperiere jetzt, quasi rolle auf die Ampel zu und komme dann hoffentlich bei einer roten Ampel auch zum Stehen. Und das ist das quasi, wo wir uns bewegen. Und wenn wir jetzt den EPLM-Navigator verordnen, dann hat der halt damals die Ebene 2 adressiert. Das heißt, der liefert Informationen. Der liefert sehr, sehr wohl auch schon quasi in den Teilen die native Semantik der Daten, die ihm hinterlegt sind. Aber die Plattform ist nicht dafür, oder die Anwendung ist nicht dafür realisiert worden, halt darüber hinaus quasi im Bereich Wissen oder im Bereich Knowledge oder im Bereich Wisdom halt weitere Aktionen zu tätigen. Das waren halt die Menschen, die sich die Informationen beschafft haben, haben dann Aktivitäten durchgeführt. Ja, und das bringt uns dann so zur nächsten Ausbaustufe. Wir sehen rechts oben so quasi die Timeline. Jetzt ging es eben genau, wie können wir denn möglicherweise die nächsten beiden Ebenen der Wissenspyramide erklimmen, besteigen. Und das Ganze hat angefangen mit unserem HPLM-Modell, das Holistic Product Lifecycle Modell, das wir uns quasi im Team bei Bosch gegeben haben. Und das Ganze fängt an so bei 9 Uhr. Das heißt, dort entstehen die ersten Produktideen, dort fange ich an zu innovieren, definiere die Requirements, um dann quasi in der nördlichen Hemisphäre das Produkt entstehen zu lassen im Engineering und letzten Endes dann quasi im Weiteren die Produktherstellung zu planen, während dann quasi so auf 3 Uhr beim Übergang in die südliche Hemisphäre wir dann das Produkt wirklich herstellen, wo wir es quasi in die Logistik geben, ausrollen, es zum Kunden bringen, es dort betrieben wird und hinterher schließlich irgendwann mal entsorgt wird, recycelt wird. Und entlang dieses Kreises entstehen halt eine Menge von Daten, Informationen. Wir unterscheiden da in der nördlichen Hemisphäre halt von den typbezogenen Informationen. Dort ist das Produkt letzten Endes noch virtuell. Und in der südlichen Hemisphäre haben wir die instanzbezogenen Daten. Das heißt dort, wo sich das Produkt oder der Service materialisiert hat und dann halt quasi im reellen Leben Informationen herstellt. Und ja, in der Vision in diesem Modell gibt es halt quasi in der Mitte sowas wie ein Digital Twin Network. Also bewusst nicht den digitalen Zwilling, sondern es gibt halt viele. Es gibt den Type Twin, den Instance Twin, aber eben auch spezialisierte. Und wir sehen auch wieder Graphen, die halt eben notwendig sind, diese Informationen miteinander in Kontext zu setzen und in Bezug zu setzen. Das ist so die Idee hinter diesem Modell. Und quasi dieses Modell war dann oder ist dann auch Leitbild quasi für die weiteren Aktivitäten. Und ein Thema, was uns jetzt auch als Lessons Learned aus dem EPLM Navigator halt begleitet hat, wie kommen wir in die Skalierung? Wir haben eingangs gesagt, diese großen Zahlen, und es geht letzten Endes nicht darum, quasi mal nachzuweisen, es geht so, sondern wie kann ich halt auch mit so einem Ansatz Digitalisierung industrialisieren. Und
Dazu sind wir in die Architekturarbeit eingestiegen und haben uns dann mal überlegt, also dieser Kern, der da so elegant digitales Zwillingsnetzwerk genannt war, wie können wir den denn in Teile zerlegen? Und daraus ist quasi der sogenannte Bosch Semantic Stack entstanden. Dieser Semantic Stack hat jetzt halt verschiedene Zutaten. Es ist ein System zur Abbildung des digitalen Zwillings, der halt Aspekte beinhaltet. Aspekte sind halt die Informationselemente, die wiederum basieren auf Ontologien und Daten oder auf Datenmodellen und Ontologien, die diese Datenmodelle miteinander verbinden. Und bei dem Verbinden sind wir halt wieder bei dem Knowledge Graph. Und das Ganze unterfüttern wir halt mit einer API-Orchestration, mit sogenannten, auch in unserem Term, semantischen APIs, keine funktionalen APIs, mit denen wir halt aus den Quellsystemen diese Daten abgreifen. Und jetzt ist halt, wenn man sowas als Grundarchitektur, als Grundkonstrukt sich überlegt, ist halt die Frage, was heißt denn das, was liefert mir das? Und das sehen wir jetzt nochmal relativ schön hier auch auf der nächsten Grafik. Auf der linken Seite, ich kann ja versucht sein, mit APIs, sobald ich APIs habe, ist ja alles gut und ich mache jetzt Direktverbindungen. Das kann man versuchen und offen gestanden auch bei uns. Viele POC starten so, um einfach auch ein Grundverständnis herzustellen, um auch mal zu prüfen, wie eine API-Fähigkeit aussieht. Aber letzten Endes ist das kein skalierender Ansatz, weil, einfach mal um ein paar Zahlen zu nennen, wir haben eine vierstellige Anzahl von eingesetzten Tools in der Engineering-IT alleine, also 2000 Größenordnung IT-Systeme. Wenn ich mal davon ausgehe, dass in einem durchschnittlichen Entwicklungsprozess 30, 40 dieser Tools jeweils zum Einsatz kommen, kann ich mir sehr, sehr schnell mal durchpermutieren, wie viele Interfaces und Schnittstellen ich bauen müsste. Damit werden wir nicht zurande kommen. Das wird nicht funktionieren. Und quasi, um aus diesem Dilemma rauszukommen, halt genau dieser Ansatz, dass wir sagen, wir statten halt unsere Quellsysteme entsprechend mit APIs aus. Wir fassen diese produktbezogenen Informationen halt in Zwillingen zusammen, bilden dann genau diesen Layer, auf dem aufgesetzt dann eben auch spezialisierte Anwendungen realisiert werden können, die bestimmte Problemstellungen lösen. Und nichts anderes machen wir mit dem Semantic Stack, indem wir halt diese verschiedenen Technologiebausteine und Konzepte miteinander kombinieren. Und jetzt habe ich in die falsche Richtung geklickt. Und hier sehen wir nochmal ein bisschen genauer die Bestandteile, die wir haben. Wir haben also einen Digital Twin Registry, wir haben den Knowledge Layer, mit dem wir quasi die entsprechenden Elemente miteinander verbinden. SDKs, die halt eben auch quasi im Enterprise offen für die Entwickler zur Verfügung stehen. Einen Aspekt-Modellkatalog, wo ich eben auch aufliste, welche Aspekte stehen denn zur Verfügung, wo diese Aspektmodelle konsumiert werden können, angeschaut werden können, genutzt werden können. Ich habe einen Editor, um selber solche Aspektmodelle herzustellen. Und ich habe eben auch, oder dem zugrunde liegt eben auch ein Metamodell für solche Aspekte, dass das so die Grundlage auf der Datenseite ist, und dann habe ich halt die APIs. Und ganz, ganz wichtig dabei ist, ich sag mal, die Demokratisierung. Das sind alles Elemente, die sind erstmal enterprise-weit frei für jeden zugänglich. Das heißt, jeder kommt daran, und dieser Katalog- oder Repository-Gedanke und die Demokratisierung hilft uns eben genau dabei, in die Skalierung zu kommen, weil der stellt eben genau sicher, dass das, was einmal gemacht wurde, eben auch ein zweites, ein drittes, idealerweise ein neuntes, ein zehntes Mal wiederverwendet werden kann. Und hier sehen wir das Ganze noch mal ein Stückchen weit gemappt, eben genau auf diese Wissenspyramide. Wir haben natürlich unten die Daten. Wie gesagt, auch an der Stelle nochmal, auch bei den Daten, ein wichtiges Thema ist halt da, von vornherein auf semantische Modelle zu gehen. Das heißt zum Beispiel bei uns, in der Mechanik, ich nutze nicht die funktionalen APIs, also sehr, sehr oft, auch in der Diskussion mit Lieferanten geht es ja dann darum, ja, wir haben doch APIs, ist doch alles gut, ja, aber ich möchte keine API haben, mit dem ich mir, einen Assembly-Container erstmal aus dem PDM-System hole, um das danach mit einem anderen API eines CAD-Systems öffnen zu müssen und
muss mich dann in quasi 3 verschiedene API-Technologien einarbeiten und muss die auch irgendwie integrieren, sondern die APIs sehen dann so aus, ich habe ein API auf ein Mechanikmodell und frage, diese API liefert mir Funktionen, wie zum Beispiel, gib mir die Hüllgeometrie, gib mir die Anzahl der Bohrungen, gib mir Störkanten, gib mir die quasi Liste der PMIs, und zwar neutral zu den entsprechenden Autorensystemen, sodass es quasi für denjenigen, der die Daten verwendet oder das API verwendet, egal ist, ob letzten Endes ein Creo oder ein NX-Modell dahinter steckt. Ja, und so gehen wir dann quasi so haben wir die Elemente der Wissenspyramide adressiert und ganz wichtig ist, in der oberen Hälfte, das heißt in der Hälfte Knowledge und Wisdom, da kommt jetzt genau zu den Daten nämlich das Domänenwissen hinzu. Das heißt, dort habe ich in der Regel Problemstellungen. Ich werde nachher nochmal so 2, 3 Beispiele geben, was da realisiert wird. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil dieses Domänenwissen macht eben dann die Applikationen, die Lösungen, die oben entstehen, so richtig wertvoll, aber natürlich auch ein Stückchen weit spezieller. Das ist in der Regel dann immer sehr, sehr quasi Themen, konstellationsbezogen, was dort realisiert wird. Nicht mehr so groß wie halt dieser Enterprise-Graph, über den ich eingangs gesprochen habe. Ja, und diese Konstellation und insbesondere das, was sich quasi hier in den unteren Hälften findet, das fördert halt den Reuse. Das liefert oder bringt uns genau die Skalierung, die wir haben wollen, weil eben die Daten, weil die Zwillinge, die Aspekte und letzten Endes die Graphen halt wiederverwendet werden können und halt auch beliebig quasi durch die weitere Spezialisierung dann immer wieder weiter wachsen und so das Angebot steigt. Das ist die Philosophie, die Idee dahinter. Und ja, damit laufen oder basierend auf diesem Stack, auf diesem Technologieansatz, auf dieser Modularität in der Architektur, fahren wir eine ganze Reihe von Anwendungen. Hier sehen wir ein paar Beispiele, die in einzelnen Geschäftseinheiten oder in Geschäftsfeldern halt Aufgabenstellungen lösen. Also ein schönes Beispiel, was ich immer erläutere, um auch zu erklären, was wir machen. Wir haben zum Beispiel eine Anwendung, da geht es um die SMD-Leiterkartenfertigung und da gibt es als produzierendes Unternehmen interessieren uns halt Qualität und Ausbeute natürlich dessen, was quasi am Ende der Linie ankommt. Und da sind wir in der ständigen Verbesserung. Und da haben wir ein Thema gehabt, dass wir bestimmte Fehlerbilder hatten, die nicht weiter quasi aufgelöst werden können. Und quasi über die Data Analytics in dem Graphen konnten wir eine Korrelation herstellen zwischen bestimmten Designelementen, die, wenn sie auf bestimmten Fertigungsautomaten mit wiederum bestimmten Fertigungsköpfen für die SMD-Bauelemente liefen, zu einer höheren Fehlerrate geführt haben. Und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Damit habe ich halt ein Steuerungsinstrument, mit dem ich dann auf einmal entsprechende Designs gezielter auf bestimmte Fertigungslinien respektive an bestimmten Fertigungsautomaten gegebenenfalls auch vorbeisteuern kann, um so halt zu einer höheren Ausbeute zu kommen. Und das sind so Beispiele, wo uns halt dieser Technologieansatz hilft, eben auch solche hochspezialisierten Lösungen, die halt auch nur möglich sind durch das Hinzuziehen und das interaktive Mitarbeiten dieser Domänenspezialisten aufzubauen. Und das haben wir halt auch in anderen Bereichen, ob das jetzt quasi um die Lebenszeit oder den Verschleiß von Komponenten im Feld geht, ja, oder weiteres. Ein wichtiges Element, was wir hier noch auf der linken Seite haben, und der Markus hat es erwähnt, Cross-Domain Configuration Management. Hier ist das Thema tatsächlich, dass ich zu jedem Zeitpunkt in dem Produktlebenszyklus eigentlich wissen möchte, welche Datenartefakte hängen wie miteinander zusammen. Und das ist ein Thema, was aus unserer Sicht notwendig ist, um wirklich einen vollständigen Nutzen aus letzten Endes auch den digitalen Zwilling zu ziehen, weil nur über diese Informationen komme ich letzten Endes dann auch zu Automatisierungsmechanismen, dass ich zum Beispiel wiederhole Aktivitäten
automatisiert durchführen kann, also im Sinne von, hier ändere ich ein Mechanikmodell und quasi daraufhin möchte ich eine Kette von Simulationen durchlaufen lassen, möchte mir Reports generieren und möglicherweise eine Freigabe herstellen. Das machen wir an der Stelle. Ein paar Takeaways, finally. Ein wesentliches oder ein essentielles Leitbild in dieser Architektur, die wir aufgebaut haben, ist das Thema Offenheit und Nutzung offener Standards. Das heißt, zum einen die Grundprinzipien, die hinter einem CPO stecken, Interoperabilität, Erweiterbarkeit, die Interfaces, Nutzung von Standards und quasi auch als aktives Mitglied im SSB, dann eben auch quasi in der semantischen Implementierung eben auch die Nutzung unserer vorgeschlagenen und empfohlenen Standards an der Stelle als Basis für das Ganze. Mal ein paar aufgeführt hier auf der Folie: REST, RDF, OWL, Sparkle. Auch eine Aktivität, die wir hier mit den Kollegen von Conviva im Moment zusammen nochmal angehen. Dann diesen daten- und modellbasierten Approach. Markus hat es auch gerade schon mal besprochen. Das ist bei weitem noch nicht quasi in allen Bereichen gang und gäbe. Das heißt, große Teile des Informationsflusses basieren auch heute immer noch auf Dokumenten. Und wir sagen damit nicht, wir schaffen die Dokumente ab, aber für den Informationsfluss oder der Informationsfluss sollte halt anhand von Modellen stattfinden. Und Demokratisierung der digitalen Assets. Ich habe eingangs berichtet, wir hatten schon initial beim EPLM Navigator halt das Thema, wer darf darauf zugreifen und die Diskussion, also grundsätzlich dafür Sorge zu tragen, dass wir erstmal überall da, wo es keine rechtlich legalen Vorgaben gibt, die es halt verbieten würden. Also zum Beispiel, wenn wir über exportkontrollrechtliche Güter im Moment reden, da können wir das nicht machen, aber überall da, wo es möglich ist, eben einen Zugriff auf die Daten zu erlauben, respektive das auf einer API-Ebene zu tun, um dann quasi oben in der Anwendung selbst eine entsprechende Autorisierung und ein entsprechendes Access-Control einzurichten und dort zu stellen und nicht versuchen, das irgendwie auf 17 verschiedenen Ebenen auf API-Ebene zu machen. Und last but not least, Work in Networks. Der ganze Semantic Stack wird getrieben durch ein Netzwerk von Größenordnung 100 Experten quer durchs Unternehmen, die wirklich in einem kontinuierlich zusammenarbeitenden Netzwerk das Thema vorantreiben. Jeder mit seiner Fachexpertise, jeder letzten Endes auch mit seinen Zielen. Und dieses Arbeiten in Netzwerken, das ist unheimlich beeindruckend, im Gegensatz zu allen Top-Down-Steuerungen, die man so aus dem klassischen Projektmanagement kennt. Das ist wirklich, also in unserem Unternehmen, ein absolutes Erfolgsmodell, was für einen sehr, sehr offenen Austausch, eine ganz tolle Kollaboration sorgt und was uns wirklich auch tagtäglich nach vorne bringt. Ja, das so im Überflug über die Aktivitäten bei Bosch. Ganz herzlichen Dank, Olaf Kramer. Das ist wirklich ein super spannender Vortrag gewesen. Also auch nochmal ganz herzlichen Dank für die wirklich tiefen Insights in die Strategie. Und man merkt, das ist jemand, der dafür lebt und brennt und das auch im Unternehmen ein Stück weit vermarkten darf und auch will und auch muss. Also von daher gesehen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich gehe gleich wieder rüber zum Tim und schauen wir mal, welche Fragen wir abholen können. Tim, gibt es Fragen? Ja, Sebastian, es gibt eine Frage. Direkt vielleicht gerade hier. Also wir haben heute ein sehr return-orientiertes Publikum, würde ich mal behaupten. Es geht nämlich direkt wieder um den Business Case. Wie sieht es denn aus mit den Business Cases, gerade so ein Blick auch auf die Roadmap, wie sich das entwickelt hat über die Zeit? Ja. Möchte ich so an, bei dem, was wir im Moment aktuell machen, ich habe ja gerade ein Beispiel genannt mit der SMD-Fertigungslinie, da ist es relativ einfach sogar darzustellen, ne? weil das quasi durch die gewisse Spezialisierung ergeben sich da sofort quasi die Potenziale und das wird auch sofort antizipiert. Das ist keine komplexe Darstellung. Tatsächlich hatten wir, wenn wir mal die erste Ausbaustufe sehen, den EPLM Navigator, hatten wir tatsächlich, ich sage mal, intensive Diskussionen und auch schwierigere im Sinne von, welcher Nutzen entsteht denn wirklich jetzt nur durch dieses Finden und entsteht er wirklich, gibt es da nicht alternative Möglichkeiten? Die Leute kennen sich doch alle aus. Und von dieser Diskussion sind wir tatsächlich in der jetzigen Stufe weg, einfach weil
über diese, ich sag mal, dadurch, dass wir in der Pyramide nach oben gekommen sind, einfach auch die Nutzeneffekte wesentlich deutlicher sind und ja quasi in Anführungsstrichen auch von den Experten selber quasi propagiert werden und ja, erarbeitet werden letzten Endes auch. Und insofern ist das ja keine, das ist natürlich immer noch eine Diskussion, wenn es um Budget geht, aber quasi eine, die durchaus leichter fällt und die auch quasi viel, viel konkreter und zielgerichteter ist, was uns übrigens auch ein Stückchen weit bei dem Thema Datenqualität hilft, ne? Weil es gibt, da entstehen intrinsische Motivationen in der Organisation, eben dann auch nach dem Motto, ey, ich sehe das Potenzial, das bringt uns noch so viel, dann arbeitet das Team daran eben auch an der Datenqualität, wenn die nicht gegeben ist, ne? Was durchaus sein kann. Ja, Sie haben ja die Demokratisierung angesprochen und was ich eben auch interessant finde, ist, dass dann eben mehr Mitwirkende in dem Thema drinstecken, die das Ganze vorantreiben. Ne? Ja. Gibt es weitere Fragen? Also vielleicht nur ganz kurz nochmal an die Teilnehmenden, alle appellieren, Fragen in den Chat. Wir gucken da auch live direkt rein, aber du hast noch eine Frage. Genau, es ist gerade noch eine reingekommen, während wir gesprochen haben, in dem Moment. Welche Ideen haben Sie, um den semantischen API-Layer eigentlich zu implementieren? Also gibt es bestimmte Anwendungsfälle, nehme ich mal an, dass es darauf abzielt? Ja, tatsächlich sammeln wir quasi in den Domänen. Also wir haben Data Stewardship eingeführt. Das heißt, wir haben Domänenspezialisten und auch das sind wieder quasi Teile des Netzwerks, Teile des Teams und die dann aus verschiedenen Perspektiven zum Beispiel auf ein Modell für die Mechanik schauen. Und quasi diese Bedarfe analysieren wir und damit ergibt sich dann ein API-Umfang, wobei der durchaus, ich sag mal, pragmatisch ist. Ne? Also es ist aus unserer Sicht nicht kriegsentscheidend, quasi im ersten Wurf 100% abzubilden, sondern da gilt so Pareto, das, was klar ist, was oft ja auch fast schon auf der Ebene gesunder Menschenverstand dann abläuft, wenn man mal 5 Experten zusammenholt, das definiert dann halt, einen API-Umfang in den einzelnen Datenmodellen. Und wenn dann was fehlt oder wenn ein Anwendungsfall kommt, wo das Datenmodell erweitert werden muss, dann wird es erweitert. Ne? Wir machen das auch nicht mit einem Dogmatismus. Also es gibt, wir haben mal getrennt zwischen konzeptionellen und Implementierungsmodellen. Wenn das Implementierungsmodell halt aus welchen Gründen auch immer nicht strikt dem konzeptionellen Modell folgt, dann ist das halt so, dann ist das auch ein Lessons learned. Ne? Also Gut, ja. Super, vielen Dank. Wir haben nur gleich noch eine Frage reinbekommen. Also jetzt das Publikum wird heiß. Wird denn semantisches Wissen auch aus externen Quellen oder global verfügbaren Ontologien genutzt, um Inferenzen zu betreiben? Sowohl quasi von außen nach innen wie auch von innen nach außen. Das heißt, wir haben ja über das Thema CPO gesprochen. Der ganze semantische Stack ist Open Source. Das heißt, wir teilen das auch gerne und weil die Überzeugung dahinter ist halt eben genau, uns treibt das Thema Kollaboration. Wir sind davon überzeugt, dass wenn wir quasi in modellbasierte Kollaboration gehen wollen, dann werden wir uns auch zu einem gewissen Grad halt eben öffnen müssen. Und das ist so eines der Grundideen auch hinter dem Stack, wo wir dann eben auch unsere Modelle, ein BAM-Modell halt publizieren und auch veröffentlichen. Und auch umgekehrt, ne? Dann natürlich schauen, quasi, was holen wir rein. Super, vielen Dank, das war's von der Publikumsseite sozusagen. Prima. Vielen Dank für die Fragen auch. Danke nochmal ganz herzlich von meiner Seite, dass Sie hierher gekommen sind. Ja. Und wer da vorhin aufgepasst hat, er hat, als er den Use Case vorgetragen hat, nicht gesagt, wir bremsen vor der Ampel, sondern wir rekuperieren vor der Ampel. Das ist also schon voll angekommen in der neuen Welt. Alte Welt, ein guter Tropfen, lassen Sie es gut gehen damit. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, recht herzlichen Dank. Danke Ihnen. Okay. Danke. Tschüss.